Ladies and Gentlemen, willkommen zu Let's Play Penumbra Overture. Das erste in der Penumbra-Reihe und, wie man ja weiß, kann man... Oh, machen wir mal so. Ist halt das erste in der Reihe von den Leuten, die auch Amnesia gemacht haben. Was ja jetzt zwangsweise heutzutage nicht mehr viel bedeutet, aber es kann viel bedeuten. Overture ist wie gesagt der erste Teil und wir springen rein. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Unterschied ist, aber nehmen wir einfach mal normal. Meine Story hat im Februar 2000 begonnen. Ich bin Batman. For my part in this allegory, I'm not going to make the same mistakes my father made. Howard vanished from my mother's life before I was even in it, so when he sent me a letter a few days after Mum's funeral, it was the first I'd ever heard from him. Pity he was dead. Writing from beyond the grave must be a genetic habit in my bloodline. His letter contained a key, instructions, pleas for forgiveness. I figured the dead don't have much use for absolution, so I turned to his prophetic passing, which he inexplicably expected to come any day. Clearly averse to explanations, my father preferred to leave directions to a bank on Mayfair I'd never even heard of. In that bank was a safety deposit box in his name, and myself as executor. Of course, I went as he knew I would. I discovered that despite the evidence, he'd been legally declared dead almost 30 years ago, and so the old book and collection of notes I found had, in the eyes of the law, been mine all this time. My father's instructions were to burn the documents, raise no further questions. But that was his error. No man's immune to the shameful trappings of curiosity, and my humanity got the better of me. The university I taught at was world-renowned for two things: physics and linguistics. I represented the first, and the man who stood for the second was stumped by my recent acquisition. The book was indecipherable. The notes, however, showed a location somewhere in uninhabited northern Greenland. It took me almost a year to book the last flight I'd ever take. As I watched civilization disappear along with Heathrow, I realised my father had disappeared 3 decades ago, almost to the day, and I considered in turn what it was that I was leaving behind. We landed on a strip of ice a few feet wide, and within minutes I was pulling away on a chartered boat, beginning the 12-hour journey that would lead me into my past. So. Oder kommt noch mehr? Oh. Irish whiskey. Finally, we are almost docked. I better stow my gear, nicht show my gear. Show me your inventory. Ich bin vielleicht weit von zu Hause weg, aber meine Chancen... Das ist... Okay, ich kann immer noch Sachen mit der linken Hand aufheben, beziehungsweise mit dem linken Mausklick. Und mit dem rechten Mausklick kann man Sachen drehen. Oh Gott! Nein! Mein Fusel! Always good to have a notebook and to show interesting information and reminders mit P. Ich denke, ich habe meine Taschenlampe in dem Schrank neben meinem Bett gelassen. Ich kann ihn öffnen, indem ich die linke Maustaste drücke und den Knopf nach unten halte. Beziehungsweise halte und drücke. Achso, mit rechts wirft man das dann. Okay. Wow. Okay, hier habe ich geschlafen. Ist jetzt nicht so smooth, wie ich dachte hier. Oh. Dearest Eric, just a quick note before you set sail and leave for me once again. I've left you a little something to remember me in the chest at the foot of your bed. I really don't know why you still must only have one bed on board. Taking shifts because of it is no way to get your rest. But what does the fisherman's wife know of life at the sea? At sea. I'll be praying every night for you to make the catch you need, so that you can come back home. Moment, ist das überhaupt mein Brief? Nein, Moment, ich heiße ja gar nicht Eric. Oh Gott, jetzt lese ich hier irgendjemandes fremdes persönlichen Brief, ey.
bin ich im Feiner. Ich bete jede Nacht, dass du den Empfang machst, den du so dringend brauchst, dass du endlich nach Hause sicher zu mir zurückkehren kannst. Und bald... sei nicht bitte wieder 5 Wochen weg, wie das letzte Mal. Lass dich daran nicht stören, aber ich liebe dich immerhin, weißt du. Die Overalls habe ich gewaschen. Okay. Don't say anything. Stow them well in the eyes and you will take care, my love. The fisherman's wife. Finde ich gut. Ich bin jetzt schon voll die fürchterliche Person. Es ist ein alter, verrapsackter Holztisch. Um die Schublade aufzumachen, halten und ziehen. Flop. Oder hoffnungsvoll mit dem Shortcut F. Anmachen. Ah, so läuft das. Okay, wir sollten... Okay, die Jacke nehmen wir nicht mit. Das ist zu... immer mit einem Schloss reisen. Meiner ist im Inventory. So. Ja. Leuchtstäbe. Ist halt nicht so gut wie eine Batterie, aber auch nicht schlecht. Extra Batterien für meine Taschenlampe. Ich gehe doch nicht ohne extra Batterien. Okay, Zeit abzuhauen. As I stepped off the boat, setting out into the blizzard that had formed around me, I realized how utterly devoted I'd been to the discovery of my father's past. I had no idea what to expect. Soon enough, my concerns were justified. I don't know whether I lost my orientation or my spirit first, but I lost feeling in my extremities soon after, and knew hypothermia was setting in. I started looking for shelter. So kalt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich brauche ein Versteck. Wow. Mein ganzer Kopf ist weich geworden vor einer Weile. Das konnte ich jetzt gar nicht mehr rechtzeitig alles lesen. Was? A rock. Okay. Wölfe, nicht gut. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung, egal, ich muss da rein. Sieht aus als... need something to break it. Was könnte es sein? Komm, Stein. Wir regeln das, wie Männer. Ah. So. Komm, dreh auf. Du sollst es aufdrehen. Shit, ich erfriere. Ach so, jetzt geht's. Lass mich nicht hängen. Ah, es geht auf. Rein. Loading. Ja, dadurch, dass es ja natürlich praktisch ein Vorgängerspiel zu Amnesia ist, ist es klar, dass man die Physik-Dingens noch ein bisschen schlechter hat. Übrigens habe ich das Spiel verdammt laut. Oh, fängt ja schon geil an. Jesus, my head. I can't believe I fell that far and survived. Although I'm looking around. Okay, das war viel zu schnell. Das ist hoffentlich jetzt kein Ding, das öfters vorkommt. Ja, super. Empty boxes of ammunition? What is this place? Okay. A heavy wooden barrel. Could be anything inside. So kann man nur so bewegen.
It's a flare. Could be handy light source. It's stuck. Must be something in the way. Wie gesagt, ich habe das Spiel verdammt laut. A steel rod. Steel rod? Not quite right. Okay. Es ist ein 24-Stunden-Rationspaket. Ist schon lange her, dass es verkauft wurde. Noch mehr Munitionskisten. Ah. Mal sehen, ich kann diesen Hammer benutzen, während ich die linke Maustaste benutze. I can make a backswing by pulling the right mouse, and then follow through the pushing left. The opposite works too. Pulling back and then thrusting forward produces a stabbing motion. I reckon if I hold down right mouse button after backswing, I could still be able to look around. Okay, das ist was ist das? Okay, keine Ahnung, was das ist. Hammer. Da haben wir einen Hammer. Ah. Okay, das ist ganz cool gemacht, ehrlich gesagt. Feuer! Come on! Come get some! Oh. Ist aber auch eine harte Tür. Okay, Moment. Ich denke mal, wir müssen... Was ist das? How is it going to work? Du sollst einfach mit dem verdammten Hammer einprügeln. Komm, und... Okay, Moment, halt, stopp. Machen wir nochmal. So. Jetzt mach doch die Tür auf! Hier ist Johnny! Er hätte mir ruhig mal eine Axt geben können. Eine Axt wäre ganz knusprig gewesen. Na, komm, mach jetzt. Okay, Moment, halt, stopp. Machen wir doch mal so. Die haben wenigstens a ghoulish but decent fallback if the torch cuts out. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht ein bisschen auf die Batterie aufpassen. Mache ich der Tür überhaupt Schaden? Hoppala. Machen wir mal so. Boom. Pow. Okay, dann halt nicht. Halt, stopp, was ist das? Steck mal weg. Okay, bringt auch nichts. Ja. Wie soll ich denn... Was soll mir das denn bringen? So, Moment. Das ist die Batterie. Ach, super, ich habe keine extra Batterie. So, so. Okay. Fängt schon gut an. Mit schon absolut keine Ahnung haben, was... Oh. Weg mit dem Scheiß. Ich bin mir nicht sicher... Oh Gott. Was ist das hier?
This looks like some kind of industrial mechanism. All through is the whole center. There is no way to operate it. Jesus. This hatch is seriously solid. It won't open by hand. Someone obviously wanted to keep people in or out. Toll, das wird mir jetzt auch nicht viel gebracht. Großer Gott! Darf ich mal anmerken, dass mir der Leuchtstab komischerweise viel lieber ist als die Taschenlampe. Ich weiß nicht, die Taschenlampen, ich hasse Taschenlampen irgendwie in sowas. Hä? Lass mich da wieder rein. Ach so, Moment, halt, stopp, wir haben doch da was. Vorb! Oh Gott, das ist eine beschissene Idee. Das kann ich jetzt schon aus Erfahrung raus sagen. Vor allem hier war vor 2 Sekunden noch was. Ich rüste mich mal besser mit dem Hammer aus, auch wenn ich weiß, dass es überhaupt keine Chance hat. Whatever it was, I was descending into, it was 100 feet below ground, protected by 2 solid metal hatches, located in a remote Arctic wilderness, and buried beneath the snow. I didn't know what to expect, but it made me feel something I hadn't felt since I was a child. I'd never given it much thought before, but I realized that our entire society is a network of safety nets. Emergency services at the end of a phone line, health and safety in the workplace, friends, family, lovers, all there. If something goes wrong, part of careful design structures to prevent all but most mundane of emotions. Once again, I felt like I did when I was in school, surrounded by a closing ring of older kids, knowing anyone that might help me. Friends, parents, teachers were too scared or too far away. Oder im gut Deutsch, er ist jetzt hier, hat die Hosen mächtig voll, er glaubt die ganze Society, also hier ist alles weg, was in unserer Society. Was? I noted down a note. Fisherman's Wife Love Letter? Was? There could be anything living down here. Heroics are for Hollywood actors and fairy tales. I'm not taking any chances. If I have face off against anything down here, I won't last a second. Caution and stealth are my only defense now. If anyone or anything hears me, I'd be best off staying low and out of sight until I know whether or not it's a threat. Crouching by pressing left control will give me the chance to hide in the shadows. I know I've got it right because of the blunt tint in my vision. Blue tint in my vision, so. Plus, I shall be quiet enough that I won't hear it unless something's right on top of me. Better remember to shut off light sources though. Oh. My best bet is to hide for a couple of seconds so perfectly still that I make this like that I'll be virtually invisible, and after some time I should get my night vision back, provided I stay still. Okay. Ja. Ist da was? Ah. Okay, scheint alles safe zu sein. Okay, an der Stelle werden wir diesen Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.